Ich finde, gerade in unserer Branche ist es wichtig, weil wir alle, also wir als Ellab, aber auch unsere Kunden und unsere Partner, eine immense Verantwortung tragen, sprechen hier auf Augenhöhe mit Menschen, die einfach unfassbar viel erreicht haben oder auch geleistet haben in der Branche, in ihrer Rolle und Produkte entwickelt haben, die einfach Mindblower sind. Was einfach eine Herausforderung ist, dass viele unterschiedliche Unternehmen zu unterschiedlichen Phasen tätig sind. Was sehr häufig dazu führt, meiner Meinung nach, dass es zu Verzögerungen kommt, weil die Übergänge nicht da sind, weil je mehr Dienstleister ich nachher in dieser Kette habe, desto höher ist der Einfluss, denn dann verschiebt sich immer weiter was. Willkommen bei GMP Unfiltered, dem Podcast mit spannenden Experteninterviews, Real Talk zu GMP-Herausforderungen und den neuesten Trends und Innovationen aus der Life Science-Welt. Presented by Ellab. Hallo und herzlich willkommen zum GMP Unfiltered Podcast bei Ellab. Mein Name ist Dominik, ich bin der Host dieser Folgen. Heute zu Gast sind bei mir Kevin und Luisa und es wird darum gehen, warum machen wir eigentlich diesen Podcast. Luisa. Hi. Hi, herzlich willkommen. Schön hier zu sein. Danke, sorry. Warum machen wir eigentlich einen Podcast? Die Frage brennt bei mir schon eine halbe Ewigkeit. Ja, ich glaube, das Thema brennt auch irgendwie bei uns beiden schon so eine halbe Ewigkeit. Ne? Also ich weiß noch, wie wir da jetzt, ist genau ein Jahr her, fast genau ein Jahr her, wo wir auf einer Messe zu Gast bei einem Podcast waren. Und du kamst völlig begeistert aus dieser Konstellation raus, aus dem Studio raus und hast mich angehört und gesagt, Luisa, wir brauchen das auch, wir müssen das auch machen. Und ich so, ja. wie überreden wir jetzt Kevin? Und ja, also warum Podcast? Also ein Podcast ist einfach ein super modernes Format. Aktuell jeder hört ja irgendwie Podcast gerne über Themen, die ihn interessieren, Themen, in denen man sich weiterbilden will. Und ich finde, gerade in unserer Branche ist es wichtig, weil wir alle, also wir als Ellab, aber auch unsere Kunden und unsere Partner, eine immense Verantwortung tragen, letztendlich für den Endverbraucher. Also wir sind ja in der Pharmaindustrie. Und ich finde das einfach super wichtig, einfach mitzureden mit den wichtigen Menschen in dieser Branche, mit den Entscheidungsträgern, aber mit den Experten, mit allen einfach, ja, zu sprechen und sich gegenseitig einfach weiterzubringen. Und darum geht's uns, darum geht's unseren Gästen, darum geht's aber auch unseren Hörern. Also wie werde ich besser, wie kann ich noch mehr wissen, wie kann ich noch besser meinen Job machen. Und ja, ich meine, wer hört nicht gerne Podcasts im Auto? Wir erreichen den Menschen somit noch mal anders. Und ich bin super gespannt auf die Gespräche, die folgen werden noch. Sehr gut. Also, heute bei mir, wie ich gesagt habe, Luisa, du bist im Marketing tätig bei Ellab. Kevin, du bist unser Geschäftsführer der Dachgruppe. Ich hoffe, das habe ich so schön gesagt, wie das auch in deiner Visitenkarte steht. Jetzt fragen sich natürlich alle zum einen, was ist dein Job? Du hast ja schlussendlich zu dem allem hier mal Ja gesagt, bei einem Schnitzel, glaube ich, in Basel in einem Restaurant. Was machst du denn sonst noch, außer uns solche Dinge zu erlauben? Ja, erstmal moin in die Runde. Ja, was mache ich sonst noch so? Auf der einen Seite bin ich natürlich für alles irgendwo verantwortlich, was in der Dachregion läuft. Ich bin aber auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen unserem operativen Geschäft und unserem Headquarter, was in Dänemark sitzt, um einfach die strategischen Sachen weiter voranzubringen, um aber auch die Sachen, die ihr vor allem von den Kunden wieder mit zurückbringt, nach Dänemark weiterzutragen in unser Headquarter, damit wir unsere Produkte, unsere Dienstleistungen dahingehend weiterentwickeln können, um einfach marktfähig zu sein. Und wir sagen ja immer, unsere Produkte oder auch Dienstleistungen sollen da sein, was der Kunde braucht. Und da ist meine Hauptschnittstelle, sage ich jetzt mal so, zwischen dem Operativen und dem Strategischen im Headquarter. Luisa, du hast gesagt, Podcast ist ganz wichtig jetzt aus Sicht der Marketingseite. Mhm. Was ist deine Sichtweise oder was ist eure Sichtweise auf so ein Projekt und wie wirkt sich das auf unsere Sichtbarkeit aus? Du meinst unseres jetzt aus dem Marketing-Department, ne? Genau. Genau, ja, wie ich eben schon sagte, Podcast ist ein modernes Format und in
Im ersten Schritt finde ich es halt cool, weil es etwas ist, was Ellab so noch nicht gemacht hat und wir jetzt die Chance haben, einfach mal was Neues zu machen. Das ist für uns einfach ein immenses Learning und wir entwickeln uns jetzt mit jeder Erfahrung, die wir ab dieser Sekunde jetzt machen, weiter und können sagen, okay, das ist was, womit wir gearbeitet haben, womit wir einfach uns ja auch in unserer Expertise, die ja einfach super hochwertig ist innerhalb dieser Firma, wie wir die einfach auch noch mal auf anderem Wege an den Menschen bringen können. So, das ist, sag ich mal, so der Kern in der Sache. Und ich meine, wie ich auch eben auch schon mal gesagt habe, wir erreichen den Menschen auf eine andere Art und Weise, weil wenn du jetzt vorstellst, du bist Entscheidungsträger bei einer großen Firma oder selbst auch Verkäufer oder Einkäufer, du wirst jeden Tag von morgens bis abends ich sag mal so, zugeballert von Werbung. Jeder will dir was verkaufen, sei es im Display, sei es über Mails, im Posteingang, Einladungen etc. Und das ist einfach so ein immenses Rauschen gewesen. Oder das kann ein immenses Rauschen sein, sag ich mal so. Und wenn wir uns aber so ein bisschen auch auf die Seite des Menschen stellen, so wer hört das eigentlich, wer sieht das eigentlich, finde ich halt einen Podcast noch mal unfassbar viel angenehmer als, ich weiß, das ist auch meine Branche und meine Sache, die ich liebe, Werbung zu machen für tolle Sachen, aber es ist einfach noch mal so ein schöner, entspannterer Ansatz, auch noch mal wirklich jetzt an den Menschen ranzutreten, wertschätzend. So, weil stell dir vor, du bist im Auto und fährst jetzt irgendwie eine Stunde lang oder stehst eine Stunde lang im Stau und hast jetzt die Möglichkeit, dich währenddessen trotzdem noch mal weiterzubilden oder dein Hirn zu aktivieren und einfach über Dinge nachzudenken, die für dich super wichtig sind, für dich super interessant sind, die du so vielleicht auch noch nie gehört hast. Und das, was wir machen, ist ja sowohl Entertainment als halt auch Wissensvermittlung. Was heißt Wissensvermittlung oder Anregung? Und das finden wir aus Marketing-Sicht halt super wichtig, weil das ist das, was Ellab ja auch ausmacht. Eben unser Wissen, unser Können. Und wir machen das jetzt auch so, wir setzen uns jetzt nicht über alles, sondern sprechen hier auf Augenhöhe mit Menschen, die einfach unfassbar viel erreicht haben oder auch geleistet haben in der Branche, in ihrer Rolle und Produkte entwickelt haben, die einfach Mindblower sind, sag ich jetzt mal. Und dass wir halt einfach mit denen auf Augenhöhe sprechen können und sie auf Augenhöhe uns erzählen können und natürlich auch ich nenne sie jetzt mal liebevoll, unsere Nerds, die uns dann auch zuhören werden, auch mit abholen. Und ich bin sehr gespannt. Okay, super, genau. Damit wir den Rahmen aufgreifen, und jetzt ist ja Ellab so sehr omnipräsent hier überall auf den Hoodies und auf der Leuchtreklame hier hinten. Kevin, was stellt Ellab denn eigentlich her? Weil das Ziel des Podcasts ist es ja, dass jemand ein Produkt vorstellen kann. Ich denke, da dürfen wir unser eigenes nicht außen vor lassen. Daher, was stellt Ellab her? Hast du ein Beispiel mitgebracht? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, würde, bevor ich das Beispiel nenne, einmal ein bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich möchte nicht die ganze Historie erzählen, weil dann sprenge ich, glaube ich, den Rahmen. Ellab ist jetzt mehr als 70 Jahre am Markt tätig und von Anfang an ist Ellab als Messmittelhersteller aufgetreten und ist wirklich mit kleinen Handthermometern angefangen, bis jetzt zur hochpräzisen Messtechnik, in der wir uns jetzt befinden, hat mehrere Schritte gemacht über den Medizinbereich, Lebensmittelindustrie bis jetzt in den Pharma-Biotech-Bereich, wo wir mit unserer Messtechnik zu Hause sind. Und das ist auch, sage ich jetzt mal, nach wie vor das Kerngeschäft, wo wir die Messtechnik, ich habe ja hier ein Beispiel mal mitgebracht. Genau, du hast ganz kurz für unsere Zuhörer, du hast das ist eine Edelstahlhülle mit einer kleinen Antenne, schwarze Fläche dazwischen, sieht ein bisschen, spielzeugmäßig aus oder irgendein Gadget, das man so kennt aus dem Fancy-Bereich. Was ist das denn genau? Was ist es denn ganz genau?
Ja, es ist ein Datenlogger und mit dem Datenlogger können wir in diesem Fall Temperaturen aufzeichnen. Also ganz einfach gesagt, ein Thermometer, aber ein sehr präzises und sehr genaues Thermometer, was wir beispielsweise im Pharmabereich in Kühlschränken oder in Tiefkühlschränken, Lagerhäusern einsetzen können. Und das Gerät oder die Messeinheit ist, sage ich mal, so aufgebaut, dass wir einen Datenlogger haben, wo wir die Daten speichern können. Zusätzlich ist ein Funkmodul verbaut. Das ist die schwarze Fläche, die du eben schon erwähnt hast, damit wir aus dem Edelstahl auch rausfunken können, ist da halt ein Kunststoff, würde ich jetzt mal einfach so sagen, verbaut, damit wir das Funksignal rausbekommen. Und dann oben diese wunderbare Antenne, das ist unser Temperaturfühler. Und damit zeichnen wir die Temperaturen dann auf. Das Ganze wird an eine Software weitergesendet, wo man die Daten dann halt online verfolgen kann. Möchte man das nicht, wie eben schon gesagt, können die Daten auch zwischengespeichert werden und nachher kann der Datenlogger ausgelesen werden. Das Ganze ist natürlich mit allen Zertifikaten, die man für die Industrie braucht, versehen. Wir erfüllen die GAMP-Richtlinien, die Software ist CRF Part 11 Compliance, was all denen, die damit zu tun haben, sicherlich ein Begriff ist, aber was wir halt einfach für unsere Industrie, wo die Sachen im Einsatz sind, benötigen. Okay, das heißt, theoretisch kann ich da Live-Daten empfangen. Brauche ich da neben der Software noch einen Empfänger? Bekomme ich das direkt geschickt über NFC oder wie funktioniert das? Nee, wir haben wir nennen ihn liebevoll Access Point, den wir dazwischen schalten. Wo wir unser Funkprotokoll dann halt drauf haben, ist eine Zwei-Wege-Kommunikation, dass wir den Handshake auch dann dementsprechend mit haben. Der wird quasi an den Rechner mit angeschlossen, ob wir ihn nun über USB oder über LAN anschließen. Beide Möglichkeiten gibt es dort und die nimmt die Daten auf und überträgt sie dann halt in die Software beziehungsweise in die Datenbank, die dort mit hinterläuft. Okay, was ist denn der Mehrwert? Weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Remote-Messung mache, bekomme ich die Daten am Ende ja so oder so. Das heißt eigentlich, warum genau soll ich dann Funkdaten nutzen? Oder was war die Überlegung dahinter von NLAB, zu sagen, lass da mal ein Funkmodul integrieren? Ja, wir entwickeln ja gerne mit unseren Kunden zusammen und die Kunden geben uns Feedback, was die größten Herausforderungen immer bei so einer Messung irgendwo sind. Und jeder, der das schon mal irgendwo gemacht hat, sagt, beispielsweise, um bei einem relativ einfachen Beispiel zu bleiben, wir haben einen Kühlschrank und wir müssen einen Stromausfalltest oder einen Türöffnungstest machen. Oder fangen wir anders an. Wir müssen den Kühlschrank ja mit Messpunkten ausstatten. Und dann öffnen wir die Tür. In dem Moment steigt die Temperatur, also sie fällt nicht, sie steigt beispielsweise, wenn wir beim Kühlschrank bleiben. Danach schließen wir die Tür wieder und dann muss ja erstmal wieder eingependelt werden. Jetzt mit den Live-Daten sehe ich exakt, wann ich wieder bei meinen Solltemperaturen irgendwo bin, wann ich auch mit meinen Messungen beginnen kann oder bei sehr tiefen Temperaturen natürlich dann auch. Und damit habe ich eine enorme Zeitersparnis. Fange ich beispielsweise mit einem Offline-Datenlogger zu früh wieder an und sage, weil ich 24 Stunden mappen muss. Und dann geht es los. Kann es sein, dass ich vielleicht zu früh oder ich habe mir so viel Zeit gelassen, wo ich sage, die Zeit hätte ich mir auch sparen können. Und damit kann ich enorm, vor allem für Dienstleistungen oder Dienstleister, ist es enorme Zeitersparnis. Einfach, wenn ich es direkt sehe, was passiert. Oder aber auch, wenn ich direkt auch dort sehe, ich bin außerhalb der Toleranzen, kann ich die Messung halt dementsprechend auch rechtzeitig abbrechen und sehe es nicht erst nach 24 Stunden, 48 Stunden. Teilweise machen einige ein Wochenmapping. Und so kann ich einfach schneller eingreifen. Also zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, mit dem Gerät von NLAB oder mit jetzt einer der Lösungen von vielen, nehme ich mal an, von NLAB, könnte man die Downtime oder die gestoppte Zeit, wo ein Gerät nicht aktiv ist und eigentlich auch kein Geld produzieren kann für ein Pharmaunternehmen oder ein Dienstleister, die Produktion blockiert, eigentlich reduzieren, also Zeiteffizienz schaffen. Absolut, auf das wirkliche Minimum, weil wir direkt die Daten einfach haben oder direkt eingreifen und korrigieren können. Du sagst Kundenentwicklung. Bedeutet das, dass eure Kunden auf euch zukommen und sagen, du, pass mal auf, wir haben da Herausforderung A, B, C, wir bräuchten aber noch Lösung D.
und ihr könnt das umsetzen. Und wie lang ist dann so ein Zyklus und wie ist auch die Bereitschaft für diese Kunden, den Mehraufwand, der eine Weiterentwicklung nach sich zieht, vor allem auch finanziell, den zu stemmen, oder ist das Teil des Services? Ist eine schwierige Frage, sage ich ganz ehrlich. Aber ich fange mal so an, ich möchte erstmal ganz grundsätzlich beantworten, ja, wir möchten Sachen für die Kunden halt auch weiterentwickeln. Dafür steht Ellab seit Jahren, dass wir mit unseren Kunden zusammen neue Produkte und neue Lösungen entwickeln, wo wir sagen, das braucht der Markt einfach. Jetzt sind wir in einem sehr regulierten Umfeld tätig und deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Also das geht jetzt nicht, der Kunde kommt und sagt, das möchten wir und morgen haben wir die Endlösung. Es ist ein gewisser Zyklus, weil wir das Sachen in die Software mit einbringen müssen. Wir brauchen für neue Hardware Zertifikate, beispielsweise wenn wir jetzt eine neue Funklösung rausbringen. Für die unterschiedlichen Länder, in denen wir tätig sind, braucht man entsprechend die Zertifikate, dass dort überhaupt das Funken erlaubt ist. Das Ganze braucht ein bisschen Zeit. Aber ich sag mal, im Durchschnitt von der initialen Übergabe, dass das eine Anfrage kam, bis zur Umsetzung liegen wir, ich würde im Moment mal sagen, so im Schnitt mal 1 bis 1,5 Jahren um und bei. Okay, ohne dass ich mich da heute mit an die Wand nageln lasse. Das ist eigentlich sehr schnell für die Pharma oder für die allgemeine Life Science Biotech-Industrie. Wo ist Ellab denn überall vertreten? Jetzt haben wir den Dachraum, also das ist ja Deutschland, Österreich, Schweiz angesprochen. Du hast das Headquarter in Dänemark erwähnt. Ich nehme mal an, dass wir sind mittlerweile ein größeres Unternehmen als die 4 Standorte, die ich jetzt genannt habe. Wo kann ich den Ellab überall antreffen? Grundsätzlich findet man uns in 70 Ländern aktuell, in denen wir tätig sind. Wir arbeiten teilweise mit Distributoren zusammen. In 25 Ländern sind wir mit einer Direktvertretung aktuell auf dem Markt tätig, was stetig wachsend ist, wo wir dann einfach sagen, okay, man fängt mit Distributoren an, um den Markt mal kennenzulernen auch und sagen, was ist überhaupt irgendwo möglich. Und sobald wir dort etabliert sind, gucken wir dann halt auch, dass wir eine Direktvermarktung dort haben, einfach um unseren Service, um unsere Dienstleistungen dort in gleicher Qualität halt anbieten zu können, was ein Riesenvorteil ist für unsere internationalen Kunden, die einen Standard auch relativ häufig haben und sagen, okay, das möchten wir überall an unseren Standorten haben. Und so können wir als Ellab relativ einfach länderübergreifend halt auch diesen gleichen Standard gewährleisten, weil wir einfach länderübergreifend nach dem gleichen Standard arbeiten. Da möchte ich noch eine weitere Frage an dich stellen, Luisa, und zwar, jetzt machen wir den Podcast, wo kann ich den hören? Wie ist die Distribution von dem Podcast? Gehen wir ein bisschen weiter weg von Ellab wieder. Kommen wir mehr zum Kernthema des Podcasts nochmal. Ja, überall, wo es Podcasts gibt, würde ich sagen. Also wir sind hauptsächlich, wenn wir auf Spotify und Apple Podcasts streamen. Es wird uns aber auch auf YouTube geben. Also wir haben dann auch ein Videoformat und was man sich dann auf YouTube anschauen kann. Genau, das sind die 3 Hauptkanäle, sag ich mal. Und ja, natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Da werden wir euch immer natürlich anteasern, was jetzt about to come ist, worauf man sich freuen kann. Ja, das ist so das, wo wir zu hören sein werden. Ich denke mal, damit erreichen wir viele Leute. Zu hören und zu sehen, hoffentlich. Und zu sehen, genau. Auch mal jemand, der da zuschaut. Abschließend, und da könnt ihr schon daran gewöhnen, die Hörer und Zuschauer, habe ich immer eine letzte Frage an meine Gäste. Ihr dürft von mir aus gerne selber wählen. Ich denke, Kevin oder Luisa, einer von euch beiden, wird die Frage sicher beantworten können. Welches Problem in der Branche braucht denn als nächstes eine Lösung? Das darf gerne zu Ellab gehören, das darf aber auch gerne ein total anderes sein, das ihr total spannend findet wird. Ich hätte eine Idee, sagen wir es mal so. Fang mal an. Fange ich damit mal an. Was wir irgendwo immer wieder sehen oder was einfach eine Herausforderung
ist, was wir eben schon gesagt hatten, ist so diese Vergleichbarkeit, einen Standard halt irgendwo zu schaffen. Und ich sehe immer mal wieder die Herausforderung, dass wir vor allem bei uns in der Pharmaindustrie, wenn Neubauten, Umbauten oder Ähnliches anstehen, dass viele unterschiedliche Unternehmen zu unterschiedlichen Phasen tätig sind. Und was sehr häufig dazu führt, meiner Meinung nach, dass es zu Verzögerungen kommt, weil die Übergänge nicht da sind, weil vielleicht die Planung nicht so fein geplant war. Oder weil Lieferanten aus was für Gründen auch immer nicht zur richtigen Zeit liefern konnten. Und dann verschiebt sich so ein Projekt. Und je mehr Dienstleister ich nachher in dieser Kette habe, desto höher ist der Einfluss, denn jeder plant irgendwo und hat ja die Ressourcen nicht so da liegen. Und so verschiebt sich immer weiter was. Und da in der Industrie enger zusammenzuarbeiten, gegebenenfalls auch Einzellösungen von den Unternehmen anbieten, wo man sagt, okay, wir bieten zwar nicht das ganze Portfolio an, aber durch unsere Partnerfirmen, die wir haben, können wir von A bis Z das Ganze anbieten, von der Planung bis nachher hin zur fertigen Qualifizierung ist alles gewährleistet. Und ich denke, diese Partnerschaften sollten sich über die nächsten Jahre einfach weiter etablieren, weiter zusammenrücken, um einfach einen besseren Outcome in den Projekten halt irgendwo zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann, was uns alle, glaube ich, betrifft, ist mit allen, wir selber auch, mit Softwarelösungen, ist das Thema KI. Wie können wir KI-Lösungen in unsere Produkte, in unsere Softwaren mit einbinden, sodass der Kunde und der Verbraucher damit davon profitieren kann. Wir selber nachher auch, wie können wir die KI nutzen, um unser Know-how, was wir jetzt auch hier in diesem Podcast besprechen, da auch mit nutzen zu können. Darf ich dazu gleich nochmal anschauen? Bei mir ist dazu auch was eingefallen, was Kevin ja auch eben zu Partnerschaften gesagt hat. Ich meine, ich blicke jetzt natürlich aus einer etwas anderen Perspektive in die Branche und ich meine, gut, manchmal, wenn man tiefer drin ist, sieht man ja vielleicht den Wald vor lauter Baum nicht, weil er direkt vor einem ist. Aber was mir jetzt so aufgefallen ist, ich meine, ich bin jetzt das 3. Jahr dabei, oder was ich so mitbekommen habe, und das knüpft, wie gesagt, an deinem Partnerschafts was hast du gesagt, also an deiner Partnerschaftsidee an, dass es halt einfach viel, immer noch, finde ich, viel so auch, also in der Branche so eine Ellenbogengesellschaft ist. Dass also auch Mitbewerber untereinander ganz viel die Schotten dicht machen, sagen, okay, wir geben gar nichts raus, es ist ganz schwierig, mit denen in Kontakt zu treten oder ganz schwierig, ins Gespräch zu kommen, oder weil einfach jeder einfach super vorsichtig ist, okay, was darf ich jetzt sagen? Weil ich sag lieber nichts. Oder darf ich jetzt überhaupt irgendwie mit dir in Kommunikation treten? Oder dass bloß nicht zu viel irgendwie preisgegeben wird. Und ich finde, das ist wahrscheinlich auch zum Teil gerechtfertigt. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber dass man so ein bisschen vielleicht, also das finde ich, fehlt mir noch, oder da darf es noch Entwicklung geben, dass man doch offener wird, auch untereinander miteinander zu sprechen und untereinander, weil wir sitzen alle in einem Boot irgendwo, sind alle auf diesem Planeten, wir sind alle anfällig für Krankheiten, und letztendlich geht es ja darum, dass wir die Pharmaindustrie oder die Gesundheitsindustrie ja dadurch auch fördern, indem wir Sicherheitsmaßnahmen herstellen, und dass man da halt einfach noch mal mehr miteinander in Kontakt kommt. Ich glaube auch deswegen, das schließt so ein bisschen den Kreis, finde ich es halt auch besonders gut, dass wir jetzt halt dieses Gesprächsformat halt auch haben. Also dass man vielleicht diese krampfhaften Ellenbogen vielleicht ein Stück weit sich nochmal entspannt. Also zusammengefasst kann man sagen, mehr Offenheit für Partnerschaften, die Komplexität für den Endkunden oder respektive für den Endproduzenten reduzieren und ein Stück weit einen Zukunftsblick zu haben. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Daher besten Dank, Luisa und Kevin, dass ihr hier wart. Danke auch. Genau. Ich möchte hiermit die Folge abschließen. Ihr findet uns, wie gesagt, auf Spotify, auf allen gängigen Plattformen.
auch auf YouTube, Instagram. Wenn ihr irgendwelche Themen, Ideen habt, meldet euch doch bitte über die Kommentare oder über die Homepage direkt bei uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.